Oh Mann, du hast Yamaha Tracer 700 und Kawasaki Ninja 650 verglichen. Wie kamst du zu dem Vergleichstest? Also ich muss sagen, Sporttourer und in diese Kategorie packe ich diese beiden Motorräder gleichermaßen, sind für mich eigentlich so das Nonplusultra. Also ich finde Sporttourer echt klasse, fand ich damals schon, finde ich heute. Die können nämlich beides. Die können irgendwie sportlich ums Eck, mit denen kannst du aber auch verreisen. Und wenn ich mir überlege, gerade so mit Anfang 20, also schon ein paar Tage her, da kann man sich nicht zwei Motorräder irgendwie in die Garage stellen. Da brauchst du eins und das muss alles können. Und das Tolle an diesen beiden Motorrädern ist, an der Tracer 700 und an der Ninja 650, die können das auch. Die können wirklich beides. Und jetzt auf den ersten Blick, was ist da der größte Unterschied oder den man eben sofort ausmachen kann? Was ist dir als erstes aufgefallen, als du auf dem ersten und dann auf dem zweiten saßt? Klar, also einerseits optisch sieht man natürlich einen großen Unterschied. Die Ninja 650 ist die Nachfolgerin der ER6F und ist jetzt aber der Ninja-Familie zugeordnet. Das heißt, man will diesem Motorrad auch einen sportlicheren Touch verleihen. Und das sieht man optisch auf jeden Fall schon mal 1A. Also die passt super in die Ninja-Familie, ist schön gezeichnet, find ich klasse. Da ganz im Gegensatz dazu, die Tracer, also gar nicht im Gegensatz dazu, aber die Tracer 700, da sieht man schon, der Fahrer sitzt irgendwie einen Tick aufrechter, hat ein bisschen breiteren Lenker, nicht ganz so sportiv. Rein optisch würde ich sagen, auch eine ganz schnittige Geschichte bei der Tracer 700. Aber die Sitzposition ist das, was, sage ich mal, den größten Unterschied macht. Auf der Carver hockt man sehr integriert in das Motorrad, ein bisschen mehr auf dem Vorderrad, also Vorderrad orientiert, ohne dass man aber zu sehr auf den Handgelenken das Gewicht hat vom Oberkörper. Auf der Tracer thront man richtig wie so ein König. Also ich saß, glaube ich, auf einem Motorrad selten so lässig wie auf der Tracer. 68 PS bei der Ninja und 75 PS bei der Tracer 700. Merkt man das? Also ist das wirklich so ein Unterschied, wo du sagst, oh, nee, die 75, da tendiere ich schon dazu? Genau, den Unterschied merkt man. Es sind 40 Kubikzentimeter Unterschied im Hubraum, 600, knapp 650 zu knapp 690 und genau diese paar Kubikzentimeter merkt man. Das Yamaha-Aggregat hat einfach ein bisschen mehr Charakter, geht ein bisschen giftiger ans Gas, hat oben raus ein bisschen mehr Zunder. Dann guckt man sich nachher die Messwerte an und dann wird es eigentlich sehr interessant, weil dann stellt man fest, im Durchzug, also sagen von 60 auf 100 im vierten, fünften, sechsten Gang, scheißegal, merkt man plötzlich, Mist. Die Kaba hat zwar 7 PS weniger, fühlt sich längst nicht so kräftig an wie der Yamaha Zweizylinder und trotzdem ist sie schneller im Durchzug. Und dabei ist es jetzt gar nicht egal, in welchem Gang, sondern im höchsten Gang, so von 60 bis 100, da ist die Kaba schneller unterwegs als die Yamaha. Trotzdem machen die paar PS, die die Yamaha mehr hat, auf der Landstraße schon mehr Spaß, weil sie einfach so aus den Ecken raus bisschen das Quäntchen mehr Power hat, das so ein bisschen für Wohlgefallen sorgt. Thema Bremsen, ABS bei der MT-07 und auch bei der Tracer 700 haben wir ja schon oft drüber geschrieben nach Testberichten. Mhm. Wie sieht das aus bei den beiden? Also die Bremsen unterscheiden sich schon mal eklatant in der Ausstattung. Die Yamaha trägt 4 Kolben Festbremssättel. Die kennt man auch schon, die sind an vielen Motorrädern verbaut. Im Falle unseres Testmotorrads haben sie uns einen kleinen Tick enttäuscht, weil sie sich nicht so gut dosieren ließen, die Bremsen zu Anfang. Sie mussten erst sehr auf Temperatur gebracht werden, ein bisschen eingebremst werden. Im Verlauf der Testfahrten, also einige 100 Kilometer, wurde es ein Tick besser, aber sie haben nicht diese feine Dosierbarkeit, die diese Stopper bei anderen Motorrädern bisher hatte. Das hat so ein bisschen enttäuscht. Von der Bremsleistung her muss man allerdings sagen, unproblematisch. Also wenn man halt kräftig reinlangt, dann verzögern die vehement. Das ABS von der Yamaha ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, das merkt man. Die Regelintervalle sind nicht so fein und was uns besonders aufgefallen ist es, wenn man mit Sozius eine Vollbremsung macht, dann kann es mitunter passieren, dass man Stopping macht, beziehungsweise wenn der Fahrer die Bremse nicht rechtzeitig löst, kann es im Falle des Falles auch zu einem Überschlag kommen.
Das sollte heutzutage eigentlich nicht mehr so sein. Da hat die Carver eine deutlich bessere Performance geliefert. Das ABS regelt feiner. Die Bremsen sind zwar einfacherer Machart, sind Schwimmsättel, bieten aber in diesem Vergleich die bessere, also deutlich bessere Dosierbarkeit bei einer adäquaten Bremsleistung. Und das ABS, wie gesagt, regelt fein, und so eine Überschlagsneigung hat die Carver allein auf Grundlage der Geometrie auch nicht. Auf welchem Motorrad sitzt der Sozius lieber? Eindeutig auf der Yamaha, also vielleicht fangen wir auf der Carver an. Also der hat ja wirklich nur ein ganz, ganz schmales Sitzbrötchen, der Sozius oder die Socia. Die Rasten sind sehr hoch, das heißt, man sitzt da wirklich wie der Affe auf dem Schleifstein. Also das kann man mal für 50 Kilometer, also ich sag mal für eine knappe Stunde kann man das aushalten, und danach alles andere ist aber ein Fall für den Orthopäden. Und im Falle der Yamaha deutlich niedrigere Sozius-Fußrasten, breiterer Sitz, eine schöneres Zusammenspiel, Harmonie zur Fahrersitzposition, da kann man sich schön anschmiegen. Auf der Yamaha kann man durchaus auch mal 500 Kilometer fahren und nicht nur 50. Und auf welcher Maschine hat der Fahrer den besseren Windschutz? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wer gerne aufrecht fährt und sich nicht so richtig viel bewegen möchte auf dem Motorrad, der hat auf der Tracer 700 den besseren Windschutz. Dazu muss man sagen, die Scheibe ist stufenlos verstellbar. Das heißt, und an dem Testmotorrad war auch die Touring-Scheibe verbaut. Das sind zwei wichtige Fakten, die man im Hinterkopf haben muss. Die ist ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Also wenn man die hoch macht, dann sitzt man da, ob man nun 1,80 oder 1,85 ist, schön im Windschatten, sage ich mal. Ganz angenehm, gut vom Wind geschützt. Allerdings, was auffällig war, es war an unseren Testtagen schon sehr, sehr frisch morgens. Sie hat sage ich mal, die Flanken, den Bauchbereich irgendwie nicht so gut abgedeckt. Also Helm lag schön außerhalb des Windstroms, sage ich mal, auch so der Halsbereich, aber so die Flanken, sage ich mal, so in Nierengegend, die wurden ein bisschen kühl. Auf der Carver hat auch eine dreifach verstellbare Scheibe. Die muss man allerdings mit einem Imbusschlüssel muss man die lösen, und dann kann man sie erst verstellen. Das geht bei der Yamaha mit so zwei Rädchen ein bisschen komfortabler. Andererseits, wer sich so ein Motorrad kauft, stellt es einmal so ein, wie es haben möchte, und dann belässt man es so. Auf jeden Fall, diese Scheibe bietet im Kopfbereich nicht ganz so viel Windschutz. Allerdings, wenn man so ein bisschen sich auf den Tank neigt, das meinte ich eben, wenn man so ein bisschen bereit ist, sich auch dem Motorrad anzupassen, dann kann man sich wie auf so einem Sportler üblich schön dahinter verstecken, und dann ist da Seelenruhe. Jetzt noch zum Thema Grundpreis. 7.195 Euro sind es bei der Kawasaki Ninja 650 und 1.000 Euro mehr bei der Tracer 700. Gerechtfertigt? Ja, gerechtfertigt schon. Also gut, das ist schwer zu sagen, aber die Tracer 700 ist schon nicht nur optisch, sondern auch so vom Fahrerischen wirkt es ein bisschen erwachsener. Das ist eigentlich ein ganz komisches Resultat, was wir auch für uns, so sage ich mal, intern und subjektiv gezogen hat. Wenn mich jemand fragt, der regelmäßig, also der schon länger Motorrad fährt und mich fragt, Roman, nee, eine 650 oder Tracer 700, da würde ich sagen, nee, Tracer 700, erwachseneres Motorrad, ein bisschen mehr Leistung. Aber vom Fahrverhalten vielleicht, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen, aber vom Fahrverhalten so ein bisschen, also gutmütig, aber nicht perfekt. Die Carver wiederum, das ist jetzt auch ein erwachsenes Motorrad, ich meine, die hat 68 PS, mit der kann man es ordentlich fliegen lassen. Aber die kann alles so perfekt, und die ist so, das ist alles so harmonisch, dem würde ich eher einem Anfänger irgendwie angedeihen. Eigentlich so ein bisschen widersprüchlich, aber mir hat persönlich vom Fahren her, vom Fahrverhalten her die Carver besser gefallen. Die fällt nämlich viel neutraler, also lässt sich neutraler lenken, fällt neutraler in Schräglage, die Reifen stellen sich weniger auf. Die Bremsen, hatte ich vorhin gesagt, lassen sich besser dosieren. Der Motor geht weicher ans Gas. Man hat weniger oder man hat angenehme oder kaum Lastwechselreaktionen. Es liegt stabil in Kurven, es hat eine große Schräglagenfreiheit. Dieses Motorrad kann wirklich alles ziemlich gut. Und das für den Preis von 7.195 Euro ist echt eine Bank, muss man sagen. Aber wenn man jetzt rein auf die harten Fakten guckt, dann würde ich eher sagen, dass allein weil das Fahrverhalten besser ist die Carver das bessere Motorrad, obwohl nach Punktewertung bei uns mit den Leistungsdaten, also mit den ganzen Daten, die da einhergehen, gewinnt die Yamaha diesen Vergleich ganz knapp. Aber fahren tut eigentlich die Carver besser. Also insofern bleibt es am Ende so ein bisschen nicht nur eine Frage des Preises. Also ich finde, beide Motorräder sind wirklich gut eingepreist, vor allen Dingen, wenn man jetzt nochmal zurück zum Sporttourer-Konzept, wenn man bedenkt, man kann mit der Tracer wunderbar verreisen, sogar zu zweit, und es genauso fliegen lassen und mal Gas geben. Ähnliches gilt für die Carver, mit Einschränkungen, dass der Sozius da ein bisschen leidensfähiger sein muss. Aber auch mit der kannst du reisen und rasen, also es geht beides irgendwie.
bei beiden ist dieser Preis echt gerechtfertigt, weil die super viel Motorrad fürs Geld bieten. Dankeschön.